Ein Wettbewerb der Schaubilder bei der Debatte um das Klima. Zeigst du mir deins, zeige ich dir meins. Für die AfD ist Klimaschutzpolitik ein reines Luftschloss. Es werde kälter, nicht wärmer. Februar und März waren in Hessen kalt, so ihr umweltpolitischer Sprecher Klaus Gagel. Er zeigt auch eine Grafik mit globalen Temperaturen. Sehen Sie da eine Korrelation? 8 Jahre? Kein wirklicher Anstieg mehr und vor allen Dingen seit einem halben Jahr einen ziemlichen Rückgang, ein halbes Grad. Hessen braucht eine Klimadebatte 2.0. Wir fordern, dass hier auch kritische Stimmen zu Wort kommen dürfen. Die AfD hatte diese Debatte eingefordert. Zwischen CO2 und Klima gebe es keinen Zusammenhang mehr, so ihre These. Dafür deftige Antworten. Die AfD verwechsle Wetter und Klima, kontern alle Parteien. Die wirkliche Kurve, die ist nämlich so. Das ist die gesamte Grafik, Herr Gagel. Und was Sie gezeigt haben auf Ihrer Grafik, ist dieser Zeitraum hier, die letzten 7 Jahre. Ihr Interesse heute ist nicht eine ehrliche Debatte, nicht Fakten und nicht Wissenschaft. Ihr Interesse ist nur die Verunsicherung und Verschleierung, weil Ihnen die Folgen aus den Fakten einfach nicht passen. Kälter oder wärmer? Sind Extremwetter nur Zufälle? Ob Klimawandel oder nicht, zeige sich nicht an einzelnen Monaten. Das Auf und Ab bei den Temperaturen sei normal, der Trend aber eindeutig. Klima definiere sich aus dem Wetter von 30 Jahren. Wollen Sie ernsthaft noch mit uns diskutieren über Area 51, über den Fake der Mondlandung? Das, was Sie hier machen, ist eine intellektuelle Beleidigung des Plenums und der Diskussion. Und was Sie versuchen wollen, ist, das hier zum Schauplatz zu machen von kruden Thesen, von Querdenkern, Verschwörungsschwurblern und von Wissenschaftsleugnern. Die Entwicklung der letzten Jahrzehnte lässt sich relativ beschreiben als ein Auf und Ab. Aber, und das gehört zur Analyse dazu, wenn Sie die Gesamtentwicklung betrachten, stellen Sie fest, es ist ein Auf. Und zwar kontinuierlich seit Beginn der Industrialisierung. Die Grundannahme von 97% aller Klimawissenschaftler weltweit, dass der Klimawandel existiert und menschengemacht ist, sei unbestreitbar, betont die FDP. Liebe Kollegen von der AfD, Sie sollten vielleicht mal ein bisschen aufholen in der Diskussion und irgendwie 15 Jahre mal überbrücken, dass Sie hier ankommen. Eine große Mehrheit also stellt sich gegen die Klimadebatte 2.0 aller AfD. Ja, umstrittene Thesen der AfD heute im Landtag, hitzige Debatte. Und bei uns ist Dr. Tim Steger, HR-Meteorologe und Klimaforscher. Schön, dass du da bist. Hallo. Ja, was ist dran an der These der AfD, dass es in letzter Zeit kühler wird, dass der März besonders kalt war und das Klimaschutzluftschloss, wie es die AfD nennt, in sich zusammenfällt? Ja, also zunächst mal, der März weltweit betrachtet war ungefähr so warm, wie innerhalb der letzten 30 Jahre normal war. Also kein neuer Rekord, auch der Februar auf ähnlichem Niveau. Das ist zumindest mal das, was für die letzten Monate gilt. Also du korrigierst da die Faktenlage. Richtig, also er war eben nicht rekordwarm. Es gab wärmere in den letzten Jahren, aber er war quasi so, wie es typisch war für die letzten 30 Jahre. Aber Klima vollzieht sich eben nicht im Zeitraum von Monaten, sondern von Jahren, Jahrzehnten, Jahrhunderten. Und da sieht man eben, wenn man die Weltmitteltemperatur anschaut, dass vor allem innerhalb der letzten 50 Jahre ein deutlicher positiver Trend zu verzeichnen ist, der überlagert ist von Jahr zu Jahr Schwankungen. Deswegen ist die Kurve nicht glatt, sondern sie zappelt. Das ist natürliche Schwankungen, die da überlagert sind. Und darunter liegt dieser systematische Erwärmungstrend, um den es beim Klimawandel geht. Das heißt, monatsweise Betrachtungen greifen hier viel zu kurz. Es bringt nur die langfristige Betrachtung. Und die AfD sagt, am CO2-Ausstoß sind wir schon mitschuld, dass das CO2 in der Atmosphäre ist. Aber dass das CO2 das Klima beeinflusst, bezweifeln die. Was sagst du dazu? Also der Zusammenhang zwischen Treibhausgasen und Temperaturerwärmung, der ist schon lange sehr gut erforscht und verstanden. Schon im 19. Jahrhundert wurde das quasi entdeckt. Und man kann auch in Eisbohrkernen schauen, da schaut man Jahrhunderttausende zurück, kann CO2-Gehalt und Temperatur rekonstruieren. Diese Kurven laufen immer sehr parallel, sind hochkorreliert. Nur früher waren es eben natürliche Schwankungen des CO2s. Jetzt
dreht der Mensch an dieser Stellschraube und erhöht eben nicht nur das CO2-Gehalt, sondern eben damit auch die globale Mitteltemperatur. Dieser Zusammenhang ist eigentlich auch nicht anzuzweifeln. Also da streiten sich seriöse Wissenschaftler auch nicht. Generell ist es ja so, dass nicht jeder von uns Wissenschaftler ist und man hat ja manchmal auch so das Problem, dass man Wetter mit Klima verwechselt, auch wenn man nicht bei der AfD ist, auch was Sommer angeht. Wenn ein heißer Sommer ist, sagen auch einige schon, das ist der Klimawandel. Was sagst du dazu? Ja, genau. Also man müsste in seriöser Weise dann nicht sagen, dass ein heißer Sommer beweist den Klimawandel, sondern es ist ein Indiz für den Klimawandel. Wir erwarten das. Das ist wahrscheinlicher. Es kann auch mal einen kühlen Sommer geben. Trotzdem geht der Klimawandel weiter. Aber Hitzesommer werden häufiger, trockene Sommer werden häufiger. Es sind Mosaiksteinchen, die quasi das Bild verkomplettieren. Aber sie beweisen es nicht, genauso wie ein kalter April es nicht oder ein kalter März es nicht widerlegt. Sondern eben nur diese langfristigen Messungen. Wie passen diese Thesen, die wir jetzt von der AfD gehört haben, zu dem, was auch heute bekannt wurde, nämlich zu dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts? Ja, in Karlsruhe wurde heute quasi angemahnt, dass das Klimaschutzgesetz nur bis zu 2030 irgendwie geeignete Maßnahmen vorsieht. Danach weiß man nicht so genau, wie es weitergehen soll. Und das wird quasi kritisiert. Die Bundesverfassungsrichter haben quasi das Problem schon erkannt. Man muss langfristig denken und muss dieses Problem eben auf der langen Bank begegnen. Und entsprechend ist das auch die richtige Vorgehensweise. Es bringt jetzt wenig, sich darüber zu streiten, ob der Klimawandel existiert. Diese Diskussion ist geführt. Jetzt heißt es, den Blick nach vorne richten, Anpassung, Klimaschutz, auch auf langfristige Sicht gesehen, über Jahrzehnte. Das ist das, was jetzt Bedeutung hat. Und das haben die Verfassungsrichter eben jetzt nochmal festgestellt. Sagt Tim Steger. Dankeschön für deine Expertise als unser Wetter- und Klimaexperte. Dankeschön. Gerne.